Hallo, heute möchte ich euch ein ganz tolles Spiel vorstellen. Und zwar handelt es sich dabei um Mancala. Mancala ist sehr beliebt in Afrika. Ich bin mir nicht sicher, ob es von dort her stammt, aber jedenfalls wird es dort sehr viel gespielt. So, wie sind die Regeln? Es ist sehr einfach, auch junge Kinder können das Spiel schon spielen und damit wunderbar zählen lernen. So, wie geht der Aufbau? Wie ihr hier seht, haben wir hier viele Mulden mit Steinen. Und hier die zwei großen Mulden an der rechten und linken Seite, die nennt man Mancala. Wir fangen damit an, die Steine gleichmäßig auf die Mulden zu verteilen. In diesem Fall sind das hier 4 Steine pro Mulde. So, nun überlegt man sich, wer mit dem Spiel beginnt. Und anschließend kann man dann immer abwechselnd weiterspielen. Das Ziel des Spiels ist es, möglichst viele der Steine in seinem jeweiligen Mancala zu sammeln. Üblicherweise spielt der erste Spieler von links nach rechts und dann ist das dessen Mancala, und auf der gegenüberliegenden Seite spielt dann der zweite Spieler zu seiner Rechten und hat dann dort sein Mancala. Und die Spieler müssen versuchen, möglichst viele der Steine in ihr eigenes Mancala zu befördern. Und nun geht es los. Der erste Spieler nimmt die Steine aus einer Mulde, die er sich aussucht, und geht dann hier Reihe um und legt in jede Mulde einen Stein. So, in diesem Fall landet der letzte Stein hier in dem Mancala des ersten Spielers. Das bedeutet, er kann den Stein behalten, und außerdem hat der erste Spieler jetzt noch einen weiteren Zug. Nun wählt der erste Spieler eine weitere Mulde aus der er dann die Steine entnimmt und wieder reihum in den verschiedenen Mulden verteilt. Zuerst wieder in sein eigenes Mancala und dann auch auf der Seite des zweiten Spielers. Nun ist der zweite Spieler an der Reihe und der wird wahrscheinlich die Steine aus dieser Mulde nehmen und verteilen. 1, 2, 3, 4, 5. Und auch hier landet der letzte Stein in dem Mancala des zweiten Spielers, was dann bedeutet, dass Spieler 2 einen weiteren Zug bekommt. So, nun entscheidet sich der zweite Spieler, die Steine aus dieser Mulde zu nehmen. Und wie vorher auch, verteilt der Spieler die Steine reihum. Hier legt er wieder einen Stein in seinem eigenen Mancala ab und geht dann weiter im Kreis herum. Damit ist der erste Spieler wieder in der Reihe, der sich auch wieder eine Mulde aussucht. Und auch hier landet der letzte Stein in dem Mancala des ersten Spielers. In diesem Fall macht es nun Sinn, hier diesen letzten Stein ganz am Ende zu bewegen, denn wenn ich den jetzt hier bewege, kommt der sofort ins Mancala, den ich damit behalten darf, und außerdem bekomme ich noch einen weiteren Zug. Und damit kommen wir jetzt zu einem sehr wichtigen Detail des Spiels, denn jetzt landet hier mein letzter Stein in einer leeren Mulde und der Gegenspieler hat hier gegenüber noch Steine in seiner Mulde liegen. Und das bedeutet nun, dass ich die Steine des Gegners hier stehlen darf. So, nochmal, mein letzter Stein landet hier in einer leeren Mulde auf meiner Seite und damit darf ich alle Steine auf der gegenüberliegenden Seite sowohl meinem eigenen Stein stehlen. So, damit ist dann erstmal der Spieler Nummer 2 wieder an der Reihe und er vollendet hier seinen Zug, wie üblich, die Steine aus einer Mulde reihum hier verteilen. Und das Spiel geht weiter, bis einer der Spieler auf seiner Seite keine Steine mehr in einer seiner Mulden hat. So, in dem Fall, dass ein Spieler so viele Steine hat, dass er in jede Mulde des Gegenspielers einen Stein gelegt hat, dann in dem Fall legt er dann keinen Stein in den Mancala des Gegenspielers, sondern anstattdessen geht es dann direkt mit seiner ersten Mulde weiter.
Also nochmal, man legt selber immer nur Steine in sein eigenes Mancala, aber nie Steine in das Mancala des Gegenspielers. In dieser Mulde befinden sich 2 Steine. Dadurch bekommt der Spieler einen weiteren Zug. Hier jetzt 3 und nochmal einen weiteren Zug und jetzt hier nur noch einer. Damit ist der erste Spieler wieder an der Reihe. Und auch hier legt der erste Spieler keinen Stein in das Mancala des zweiten Spielers. Und hier kann der erste Spieler wieder von dem zweiten Spieler einen Stein klauen, weil er hier den letzten Stein in eine leere Mulde gelegt hat. So, wie man nun sieht, ist die eine Seite komplett von Steinen befreit und das bedeutet, das Spiel ist zu Ende und alle übrigen Steine wandern nun in das Mancala des zweiten Spielers. So, und es gibt nun eine ganz einfache Möglichkeit herauszufinden, wer denn nun gewonnen hat. Man nimmt einfach alle Steine aus seinem jeweiligen Mancala und füllt damit die Mulden auf seiner jeweiligen Seite auf. In diesem Fall sind das hier 4 Steine pro Mulde und in dem Fall, dass ich mehr Steine übrig habe, habe ich das Spiel gewonnen. In diesem Fall habe ich aber genauso viele Steine wie in die Mulden passen und damit haben wir ein Unentschieden.